Grüß euch zur Nummer 17. Zwar der Transporter ja schon recht knapp, wenn dahinter aber nur ein Anhänger ist, der noch breiter ist, dann wird's eng. Es ist schön, wenn die Leute nur mitdenken, trotz dass ich Handzeichen gemacht hab, warte, falls ich doch geradeaus fahr. Da die Baustelle wieder einfach so beginnt, nix ausgeschildert ist und viel zu schmal ist, bleibe ich erst einmal dahinter. Wenn's dann geht, kann man nämlich auch dann vorbeifahren. Aber ab da hat man ja dann wieder freie Fahr... Was? Wie? Ah, das macht man in Minga nicht. Auf der einen Seite kommt man durch, auf der anderen Seite macht man dicht. Das passt ja gut zusammen. Stelle muss man vom Radlweg auf die Straße. Dabei muss man natürlich innerhalb von 3 Metern schauen, dass links keiner kommt, dass die Tür vom Vordermann nicht aufgerissen wird und nach Möglichkeit keiner vom Bus über die Straße läuft. Natürlich alles innerhalb von ein paar Sekunden, das ist ja natürlich selbstverständlich. Und der Gehweg rechts ist natürlich auch bloß optional. Der Weg ist natürlich wieder ausgeschildert gewesen als reiner Radweg, auch das rechts, aber da ich den Schmarrn nicht übernimmt, tue ich das richtige Schildl einblenden. Die beiden in Anführungsstrichen Radlwege wollte ich euch nur sagen, also ist beides die gleiche Straße, links einmal der freiwillige Radlweg statt auswärts und rechts einmal der benutzungspflichtige Radlweg statt einwärts. Und man sieht wahrscheinlich schon an die Beuteln ganz gut, dass der linke Radlweg trotzdem nochmal ein Unterschied zum rechten ist. Der rechte ist zwar trotzdem nur schmal, aber beim linken merkt man einfach auch, wie das Beutel so wackelt. Und ich wackel nicht extra an der Kamera, ich habe auch extra Videostabilisierung drin, aber auf dem Weg wird man einfach seekrank. Man muss aufpassen, dass man nicht aus dem Sattel hebt. Und das ist der Grund, warum ich lieber da auf der Straße fahre. Ich habe auch schon öfters gehört, dass man mit dem Auto ja auch nicht einfach rüber wechseln kann, wenn es nicht gut genug ist. Das stimmt schon, aber mit dem Radl kann man's. Und dann kann man das auch einfach machen. Weil wenn der Radlweg nicht gescheit gemacht ist, die Straße wird jedes Jahr immer wieder neu gemacht. Der Radlweg ist seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten ist der schon so wie er jetzt ist. Und wenn der gescheit gemacht worden wäre, dann würden auch mehr Radlfahrer da drauf fahren. Ja, die Autofahrer können nichts dafür, dass der Radlweg so schlecht ist. Aber kann ich was dafür? Können die anderen Radlfahrer was dafür? Wir können genauso wenig dafür. Und solange der nicht was gemacht wird, fahren wir auf der Straße. Vielleicht wird es ja dann einmal anerkannt. Und das hat dann nichts mit Provokation für die Autofahrer zum tun, sondern einfach, weil man auf dem Weg nicht gescheit fahren kann. Das Problem von den Radlwege in Anführungsstrichen ist halt auch, dass man an Kreuzungen so schnell übersehen wird. Man fährt einfach zu weit weg von der Straße und dann kann so schnell was passieren. Oder wenn einer entgegenkommt, so ein blöder Geisterradler, ich habe ja gar keine Chance da auszuweichen, ist ja so schon kein Platz. Oder wenn einer aus der Ausfahrt kommt, irgendwie sowas. Und meistens hören diese Wege irgendwo mittendrin auf. Dann muss ich wieder auf die Straße fahren. Und das ist gefährlicher, als wenn ich gleich auf der Straße bin. Da kann ich durchfahren, da muss ich nicht auf so lauter so kleine Sachen achten, wo was passieren kann. Da kann ich sicher auf der Straße fahren und ich mag ja auch bloß von A nach B sicher kommen. Wenn dann da ständig irgendwas dazwischen ist, das geht halt auch irgendwann nimmer. Das ist anstrengend. Klar, auf der Straße muss man auch aufpassen. Aber fahrt's einfach mal auf so einem komischen Radlweg. Wer es schon mal gemacht hat, der wird merken, dass auf der Straße viel angenehmer ist. Auch wenn man mal knapp überholt wird, aber die meisten haben Verständnis dafür. Es gibt leider welche, die verstehen es nicht, aber die sollen einfach mal auf so einem Radlweg fahren. Da werden sie schon merken, das hat einen Grund, warum wir Radlfahrer
lieber auf glatten Straßen fahren und nicht auf sowas. Falls jetzt doch ein anderer Radlfahrer meinen sollte, ihm gefällt der Weg besser als die Straße, weil es da ruhiger ist, dann kann er das gern machen, aber ich mag halt nicht mit 15 km/h oder so auf diesem Radlweg rumhoppeln, sondern wenn die Radl fahren, dann möchte die vorankommen. Und mit sowas wird man einfach ausgebremst. Genug gepredigt, macht's es gut, Servus.